pro Artikel, den ich einen Tag schreibe, pro Artikel ungefähr. Ich habe auch schon mal mehr gehabt, das waren glaube ich bis zu $30, die ich da gekriegt habe. Aber meistens ist es irgendwo im Centbereich. Das ist für uns Deutschland jetzt nicht so ganz lohnend, aber für andere Leute, aber ich muss jetzt noch, ich bin schon zu schnell. So, genau. Ich habe hier mal, so sieht die Webseite aus, steemit.com, kann jeder drauf gucken. Und wenn man da auf Trending klickt, das sind so dann die Artikel, die am höchsten bewertet worden sind, dann sehen wir, dass dieser Artikel hier 1521 Steam-Dollar gekriegt hat. Dieser Artikel, der ist jetzt eine Woche lang online, es wird eine Woche lang gesammelt, bis die Woche um ist, und für jeden Upvote, der hat 2104 Upvotes gekriegt. Und je nachdem, wie schwergewichtig die Leute sind, wie lange sie da mitmachen, wie viel Geld sie investiert haben, zählen diese Upvotes viel Geld und dann kriegt der Autor dafür 1500 Steam-Dollar. Man kriegt übrigens auch Geld dadurch, dass man, wenn man so einen Artikel, so einen dicken Fisch frühzeitig erkennt und den upvotet, einer der ersten ist, die hier da abgevotet haben, kriegt man auch Geld. Das ist sogenanntes Kuratorengeld, weil man dazu beigetragen hat, einen guten Artikel zu finden und wird dafür auch noch belohnt. Also man verdient es doppelt, einmal dadurch, dass man Geld, dass man ein Upvote gibt, und zweitens, wenn man selber was schreibt und andere einen selber upvoten. Also hier 1500, 590, 610. Das sind aber jetzt die dicksten Fische und die Leute haben da auch Arbeit reingesteckt. Das sind also wirklich Artikel, die man halt auch in der Zeitung lesen würde. So. Aber normalerweise, das nächste Bild. Normalerweise kriegt man, wie gesagt, nicht sehr viel dafür. In Deutschland, Europa lohnt sich das nicht. Ich sage mal, wenn ich jetzt da ein bisschen Zeit rein investiere und kriege einen Stundenlohn von 50 Cent dabei raus, dann weiß ich nicht, dann muss man das als Hobby machen oder muss es lieben, aber man kann damit nicht was verdienen. Aber es gibt Länder in dieser Welt, und das ist ja ein weltweites Phänomen, bei denen lohnt sich das. Ich war zum Jahresanfang in Uganda im Urlaub, im März, April, und im Februar bin ich auf Steemit gestoßen. Irgendwie hat mich das da hingezogen, die ganze Geschichte. Und dann habe ich gedacht, da machst du 2 Sachen gleichzeitig. Du guckst in Steemit nach Uganda. Einfach Tag Uganda eingegeben und habe dann mal geguckt, was schreiben die denn so. Und da war ich total überrascht, dass es da Leute gibt, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Die kriegen pro Tag 10, 20 Steam-Dollar. Damals war der Kurs 1:6, also wenn es 10 Dollar waren, wenn es 60, also knapp 100 US-Dollar am Tag verdienen die dort. Also diejenigen, die ich da beobachtet habe. Man muss wissen, dass in Uganda, wenn du dort einen Job hast und hart arbeiten gehst, kriegst du 2,50 Euro am Tag. Das ist der Tageslohn. Das heißt, die verdienen 100 Dollar am Tag und haben einen Job. Die Arbeitslosenquote in Uganda liegt 80%. 80% haben keinen Job und die einen haben, verdienen 2,50 Euro. Für solche Leute lohnt sich das. Ich war total fasziniert, bin mit diesen Menschen in Kontakt getreten. Der hat gesagt, komm, wir lassen uns mal treffen. Ich sage, ja, sicher. Ich fliege nach Uganda und wir treffen uns. Uganda ist so groß wie Deutschland, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass wir nebeneinander sind. Es war so, wir waren tatsächlich quasi Nachbarn und nach ein paar Abenteuern, Uganda ist halt die Infrastruktur nicht so ganz einfach, haben uns tatsächlich getroffen. Wir haben 4 Stunden lang miteinander gesprochen. Der Typ war echt klasse, ich habe den ganz anders eingeschätzt. Ausgebildeter IT-Administrator, kannte sich mit Blockchain super aus, spricht toll Englisch, super engagiert. Und und dann haben wir gesagt, wir müssen uns häufiger treffen, lass uns mal überlegen, was wir gemeinsam machen können. Dann haben wir noch einen zweiten gefunden, der auch super engagiert ist. Und wir haben ein sogenanntes Team Uganda gegründet. Also Team Uganda. Ich habe ihm gesagt, organisiere mir so ein T-Shirt und ich gebe dir 15 Steam-Dollar dafür. Ich wusste, der Preis ist relativ hoch, aber der soll ja auch motiviert sein, das zu tun. Er hat das T-Shirt organisiert, ich habe ihm die 15 Steam-Dollar überwiesen. Das sieht dann so aus. Hier steht von wem, das ist wie bei einer E-Mail. Sagt zu wem hin, Jarau Moses, das ist sein Name. Hier 15 Steam-Dollar eingetragen, da kannst du die Einheit auswählen, es gibt nur noch Steam. Und dann kann man hier noch so einen Text reinschreiben, wie man das vom Konto aus so kennt. Drückt auf Submit, dann muss man noch seinen Schlüssel eingeben, das ist ein ziemlich langer Schlüssel. Und wenn man den eingegeben hat, dann wird das Geld innerhalb von 3 Sekunden weltweit, hätte ich auch von Deutschland aus machen können, ohne Transaktionsgebühren überwiesen. Wenn ich sowas bei der Deutschen Sparkasse mache, nach Österreich zu überweisen, brauche ich 3 Tage und muss, ich weiß nicht, wie viel Prozent davon noch abgeben. Da kommt keine Bank der Welt mit und das ist Blockchain. Ja, das ist jetzt Realität, das funktioniert. Es muss sich halt nur noch rumsprechen. So, ich habe noch, Genau, wir haben einiges noch miteinander besprochen und ich finde das total toll, was die da in Uganda machen, die beiden Menschen. Und ihr habt gesagt, ich will euch ein bisschen unterstützen, ihr kriegt von mir pro Monat eine kleine Summe Geld, die schenke ich euch und da kauft ihr euch von T-Shirts und dann geht ihr in die Schulen rein und
erzählt den Leuten von Steemit, von dieser Technologie, dass die dann auch Bescheid wissen und auch diese Blockchain-Technologie nutzen können. Das machen die. Wir sind in regelmäßigem Kontakt. Hier sieht man das, die gehen also wirklich dahin und missionieren da fleißig und die verdienen ihr Geld dadurch, dass sie dann am Abend, nachdem sie so einen Tag erlebt haben, einfach Tagebuch schreiben und sagen, ich war heute in der Schule, wir haben heute 2 Leute neu registriert, bekehrt. Aber auch dann schon die Namen, damit man denen auch direkt helfen kann, den Neulingen. Und dann schreiben die diesen Artikel und dann kriegen die durch andere dann diese Upvotes und dann ist das genügend Geld, damit sie die sind reich, die sind wirklich reich. Im Moment ist es ein bisschen schwierig, weil die Preise unten sind, dann kriegen sie halt nur 5 oder 10 Dollar am Tag und nicht mal eben 100. Aber es funktioniert wirklich gut. Wir haben regelmäßige Meetings, also wir treffen uns. Freundschaft hat sich gegründet und beim letzten Fußballspiel, ich kriege mal so langsam die Kurve, beim letzten Fußballspiel haben sie mir ein Foto geschickt von einem kleinen, nackten, schwarzen Jungen. Ich hätte es euch gerne gezeigt, aber ich habe da doch ethische Bedenken gehabt. In Deutschland ist es mit nackten Kindern so ein bisschen schwierig. Jedenfalls hat er so dann hinter nein gemacht, als Deutschland verloren hat. Ja, habe ich auch gedacht. Ne? Wieso mögen die uns denn nicht? Nicht? Nicht schuld. Ne? Ja, genau. Schuldfrage, genau. Wusstet ihr, ist euch mal aufgefallen, seitdem die AfD im deutschen Parlament sitzt, hat Deutschland keine Vorrunde mehr gewonnen? Denkt mal drüber nach. Denkt mal drüber nach. Das war's von mir. Danke euch.